Fabian Stein? Hi Fabian, hier ist Dana. Na, endlich erreiche ich dich mal. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Ich habe in den letzten Wochen mehrmals versucht, dich anzurufen. Hallo Dana, mir geht es blendend. Besser denn je. Warst du verreist? Nee. Ich war einfach nur einen Monat offline. Offline, du? Ja, ich habe sozusagen einen kleinen Selbstversuch gemacht. Ich habe privat einen Monat lang auf alle digitalen Medien verzichtet. Also kein Computer, kein Laptop, kein Tablet und kein Handy. Das Einzige, was ich noch benutzt habe, war das Festnetztelefon. Bei der Arbeit ging das natürlich nicht, aber... Echt? Also deswegen habe ich dich nicht erreicht. Aber sag mal, Fabian, warum hast du das denn gemacht? Ach, weißt du, ich habe im Beruf schon immer viel Stress. Das Handy klingelt pausenlos und nach der Arbeit fiel es mir immer schwer, abzuschalten und mich zu entspannen. Dann ist mein privates Handy runtergefallen und funktionierte danach irgendwie nicht mehr richtig. Das war natürlich nervig. Aber gleichzeitig habe ich dadurch gemerkt, wie abhängig ich eigentlich von meinem Handy bin. Und dann habe ich beschlossen, mal zu versuchen, einen Monat lang auf das Handy und andere digitale Medien zu verzichten. Ich habe das Handy einfach ausgeschaltet und mir erst nach einem Monat ein neues gekauft. Und? Wie war das dann? Naja, am Anfang war das ungefähr so, wie ich mir einen Drogenentzug vorstelle. Ich war immer nervös und es fiel mir sehr schwer, das Handy nicht wieder einzuschalten. Puh, ich könnte mir das ja gar nicht vorstellen. Und was war dann in der Zeit ohne Handy das Schwierigste für dich? Naja, zum Beispiel nicht mal kurz im Internet die günstigste Bahnverbindung rauszusuchen oder schnell zu gucken, was im Kino läuft. Und natürlich war es komisch, nicht mehr zu wissen, was meine Freunde und Freundinnen so posten. Aber am schlimmsten war eigentlich, dass ich in den ersten Tagen immer dachte, dass ich den Klingelton vom Handy höre, dabei war es ja aus. Das war wie ein Phantomschmerz. Und wie bist du während der Zeit dann mit deinen Freunden in Kontakt geblieben? Naja, am Anfang habe ich mich fast ein bisschen einsam gefühlt. Und einmal habe ich fast eine Stunde im Café auf einen Freund gewartet. Natürlich hat er mir eine Nachricht geschickt, dass er später kommt, aber die habe ich ja nicht bekommen. Aber als alle wussten, dass ich nur noch über das Festnetz zu erreichen bin, klappte das dann auch. Ich bekam spontan Besuch zu Hause oder sogar mal eine Einladung auf einer Postkarte. Wow, das ist wirklich was Besonderes heutzutage. Und was war an dieser Zeit offline sonst noch gut? Es war schön zu merken, dass ich doch nicht so abhängig bin, wie ich dachte. Ich hatte mehr Zeit für mich und war irgendwie entspannter. Und es war vollkommen okay, nicht immer erreichbar zu sein und auch mal was zu verpassen. Echt? Das hätte ich nie von dir gedacht, Fabian, dass du mal so etwas sagst. Tja, ich bin halt immer für Überraschungen gut. Und benutzt du das Handy jetzt wieder so oft wie vorher? Nein, nicht ganz. Privat bin ich jetzt einfach einen Tag in der Woche offline und genieße es dann, mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Außerdem habe ich am Handy den Ton für eingehende Nachrichten ausgestellt. Dann komme ich gar nicht erst auf die Idee, immer sofort zu antworten. Und wenn ich abends mit Freunden zusammensitze oder irgendwo zum Essen eingeladen bin, schalte ich das Handy einfach auf stumm. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Aber jetzt muss ich erstmal im Internet herausfinden, woran es liegen könnte, dass unser Firmendrucker nicht funktioniert. Den muss ich sonst morgen reklamieren. Hast du vielleicht eine Ahnung, woran es liegen könnte? Er zeigt immer den... Mediastar Kundenservice. Sie sprechen mit Herrn Nietzsche. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Nietzsche. Mein Name ist Nowak von der Supermarktkette Limmel. Unsere Firma hat vor 3 Monaten bei Ihnen mehrere Drucker gekauft. Leider haben wir mit einem davon jetzt ständig Probleme. Oh, das tut mir leid. Was ist denn mit dem Drucker? Der Drucker meldet immer wieder den Fehler 6500 und druckt die Seiten nicht mal korrekt aus. Wir würden diesen Fehler gern beheben lassen. Das Gerät hat doch noch Garantie, oder? Ja, die Garantie gilt 2 Jahre. Aber Sie müssen uns die Originalrechnung vorlegen. Also, die Rechnung habe ich hier vor mir. Gut, dann steht einer Garantieleistung nichts im Weg, Frau Nowak. Welche Typenbezeichnung hat Ihr Drucker denn? Das ist ein YZ870 OfficeJet.
Von diesem Typ gibt es unterschiedliche Modelle. Dazu bräuchte ich bitte noch die Seriennummer. Die Seriennummer, wo steht die denn bitte? Sehen Sie auf der Rückseite des Druckers nach. Dort finden Sie mehrere Angaben, darunter die Seriennummer. Sie finden sie aber auch auf der Rechnung. Ach ja, stimmt. Hier auf der Rechnung steht sie. YZ870-2555-C. Gut. Ich muss Sie allerdings noch darauf hinweisen, dass die Garantie nur Gerätefehler abdeckt. Nur in diesem Fall ist eine Reparatur für Sie kostenlos. Sollte der Defekt von Ihnen verursacht worden sein, kostet die Überprüfung des Geräts pauschal 36 €. Und wie hoch sind dann die Reparaturkosten? Das hängt davon ab, was repariert werden muss. Nach der Überprüfung würden wir Ihnen einen Kostenvoranschlag schicken. Wenn Sie den Drucker dann reparieren lassen wollen, senden Sie uns einfach den beiliegenden Auftrag zurück. Wird das Gerät bei uns abgeholt? Ja, das macht unser Kundendienst. Ich gebe den Auftrag gleich weiter. Er ruft Sie dann an, um einen Termin mit Ihnen auszumachen. Und noch etwas. Legen Sie dem Gerät bitte die Originalrechnung und ein Reklamationsschreiben mit einer genauen Beschreibung des Fehlers bei. Ja, gut, das mache ich. Und wie lange wird die Reparatur voraussichtlich dauern? 1 bis 2 Wochen. Unsere Service-Mitarbeiter bringen Ihnen das Gerät dann wieder zurück in die Firma. Prima, Herr Nietzsche. Ich werde gleich alles fertig machen. Ihr Mitarbeiter kann den Drucker dann ab morgen bei uns im Büro der Filialleitung abholen. Und vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen, Frau Nowak. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.